Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute zum Thema Dungeons, und zwar die instanzierten oder auch Reborn Dungeons. Da kann man ein bisschen unterscheiden. Es gibt tatsächlich laut Flivepedia sehr, sehr viele Dungeons, wobei da zum Beispiel Tower Stages und so mitgezählt werden. Wenn man die alle abzieht, ist es deutlich weniger. Und die meisten Dungeons werden auch mit verschiedenen Schwierigkeiten gewertet, aber egal. Jedenfalls gibt es in Flive viele Dungeons und wir reden heute über diese klassischen Reborn Dungeons mit diesem Dungeon-System, was ihr jetzt gerade auf dem Bildschirm seht. Also hier mit den verschiedenen Schwierigkeiten und so weiter, wo man auswählen kann, wann und wo man den Dungeon farmt. Und es geht vor allem um die Frage eben, ob es sich lohnt, diese Dungeons zu farmen, weil die häufigste Frage ist eben, welcher Dungeon lohnt sich zu farmen und vor allem ab wann es sich lohnt, Dungeons zu farmen. Und ich würde es halt hauptsächlich von den Drops abhängig machen, die Schwierigkeit, die Möglichkeit überhaupt den Dungeon im Low-Level zum Beispiel solo zu farmen, spielt natürlich eine Rolle. Aber grundsätzlich geht es eigentlich hauptsächlich um die Drops, weil letztendlich ist es egal, wie schnell man den Dungeon schafft, beziehungsweise mit wie vielen Leuten man den Dungeon schafft, mit wie vielen Charaktern vielleicht sogar. Das ist alles, sag ich mal, nebensächlich. Weil, wenn du nichts droppen kannst, wo du jetzt wirklich sagst, also permanent droppen kannst, wo du wirklich sagst, okay, dafür lohnt es sich, sondern du sagst, naja, ich könnte etwas droppen, was sich lohnt. Das sind halt die unterschiedlichen Aspekte, die man hier beleuchten muss. Und es gibt halt Dungeons, die geben dir konstant Items oder Drops, wo du sagen kannst, das lohnt sich auf Dauer. Und es gibt halt Dungeons, die geben dir gar nichts, bis du wirklich Glück hast. Und erst wenn du Glück hast, erst dann hat es sich gelohnt. Und von Glück abhängig zu sein, ist halt, wenn man Geld verdienen will, meistens keine so gute Idee, weil man will ja irgendwo so eine Art ein festes Einkommen haben, ein sicheres Einkommen. Und Glück ist nun mal kein sicheres Einkommen. Wenn man Pech hat, bekommt man nämlich dann gar nichts. Und deswegen beleuchten wir heute vor allem die Drops und die verschiedenen Aspekte dieser Reborn Dungeons. Ja, und dafür sind wir jetzt heute auf Flivepedia, also 63 Dungeons sind es tatsächlich, aber wie gesagt, Clockworks wird hier dreifach gewertet, Meteonica wird hier dreifach gewertet, der Tower wird hier x-fach gewertet, also effektiv sind es deutlich weniger, wenn man das ganze Doppelte rausnehmen würde. Aber darum sind wir nicht hier, sondern haben wir hier eine relativ gute Übersicht über die verschiedenen Dungeons und deren Level. Es ist so, man kann jeden Dungeon erst ab der Standard-Eintritts-Schwierigkeit sozusagen starten. Das heißt, der erste Dungeon ist auf jeder Schwierigkeit verfügbar und jeder weitere Dungeon startet immer eine Schwierigkeit später. Also zum Beispiel der höchste Dungeon im Spiel, die Wildnis, startet halt erst auf 141. Das heißt, man kann ihn auch nur auf 141 farmen. Wohingegen, wie gesagt, der niedrigste Dungeon, Leerenkluft, auf Level 16 startet. Man kann ihn also auf 16, 31, also Levelbereich 16 bis 30, 31 bis 16 und so weiter, 61, 91, 121 und 141 farmen. Damit ist es so gesehen der Dungeon, den man ja in jedem Levelbereich farmen kann. Und da haben wir jetzt eben auch die Einteilung. Also es gibt quasi die Dungeon-Klasse 16 bis 30, das ist normal, 31 bis 60, das ist mittel, 61 bis 90 ist schwer, 91 bis 120 ist sehr schwer. 121 bis 140 ist Albtraum oder Nightmare. Und 141 bis 160 ist verflucht oder cursed. So, das heißt, wir haben 6 verschiedene Schwierigkeiten, die wir heute beleuchten werden. Vor allem anhand der Drops eben. Und grundsätzlich, wie gesagt, spielt es jetzt keine Rolle hier mit zwecks, kann ich das Solo farmen, wie viele Leute braucht man dafür zu farmen, wie gut muss mein Equipment sein und so weiter. Darauf will ich gar nicht so sehr eingehen und auch nicht groß um die anderen Details, die man hier noch nennen kann, weil das ganze Dungeon-Thema ist sehr komplex. Da könnte man stundenlang Videos drüber machen, könnte man stundenlang drüber reden. Sondern wir, wie gesagt, wollen uns hier wirklich auf das Geld fokussieren. Geld bedeutet Drops. Wobei ein Teil der Drops tatsächlich sehengebunden ist, aber dazu komme ich gleich noch. Fangen wir auf jeden Fall mal an. Auf der ersten Schwierigkeit. Lohnt es sich, die erste Schwierigkeit zu farmen? Was haben wir hier für Drops? Also, die Drops sind Skins, D-Karten, C-Karten und Cage Key Low. Das ist alles. Cage Key Low, beziehungsweise die Cage Keys, die entsprechen ja den jeweiligen Patch-Stufen. Es wird jetzt auch den Rahmen etwas sprengen, wenn wir jetzt für jeden Dungeon noch die ganzen Patch-Stufen durchgehen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Cage Key Low bedeutet schlechte Pets. Mehr muss man nicht wissen, also wenig Geld. Und dann kriegt man eben noch Fragmente. Fragmente sind jetzt diese sehengebundenen Drops, die ich gerade schon erwähnt habe. Die bekommt man ab der ersten Schwierigkeit in jeder Schwierigkeit. Dafür gehe ich jetzt nochmal kurz ins Spiel zurück und demonstriere ich das Ganze kurz. Und zwar ist es so, wenn ihr
zu den verschiedenen Dungeon-NPCs geht. Also der erste ist so auf Level 16, also hier in Flaris quasi bei Leerenkluft. Der zweite ist dann bei Envy-Depths mit der C-Quest. Der dritte ist bei Guardian Sanctuary in Darkon 3 mit der B-Quest. Und der vierte ist in Astria mit 121 mit der A-Quest. Und was diese Quests hier machen, ist quasi einfach, jedes Mal, wenn ihr den Endboss tötet, also ihr müsst den Dungeon-Boss der entsprechenden Schwierigkeit töten, also hier halt D-Schwierigkeit, Level 16 bis 30 oder höher, dann 61 bis 90 oder höher und so weiter und so fort, müsst ihr den Dungeon-Boss töten und bekommt Fragmente. Das heißt, wenn ihr den Dungeon-Boss ab 121 tötet, also ab Nightmare, bekommt ihr alle Fragmente jeweils einmal und die Fragmente sind seelengebunden und wenn ihr 50, 35, 20 und 5 davon gesammelt habt, könnt ihr zum jeweiligen NPC zurückkehren, euch eine Kartenbox der entsprechenden Stufe holen und die entspricht einer Karte eurer Wahl. Das heißt zum Beispiel eine A-Karte eurer Wahl, also über 100 Millionen Penya auf jeden Fall, B-Karte eurer Wahl, zig Millionen Penya und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so Drops, also in Anführungszeichen Drops, man droppt es eigentlich gar nicht wirklich, deswegen ist es eigentlich kein Drop, aber es ist Teil des Einkommens, weil auch seelengebundene Karten kann man direkt oder indirekt verkaufen, beziehungsweise kann man damit auf jeden Fall was anfangen. Also es ist auch etwas, das man farmt, nur es ist jetzt nicht direkt Penya. Allerdings ist es so, dass D-Fragmente und D-Karten pretty much wertlos sind. Also D-Karten sind wirklich absolutes Minimumwert von wenigen Millionen Penya im höchsten Fall, bei einer Water- oder Front-Karte vielleicht. Ansonsten vollkommen irrelevant. Das heißt, die D-Schwierigkeit kann man zusammenfassen mit irrelevant. Das Beste, was man auf der Schwierigkeit farmen kann, ist tatsächlich die Grr-Axt. Also man kann dann nur den ersten Dungeon auf der Schwierigkeit farmen, also ein Skin. Und der Dungeon-Boss-Skin, der hat auch gar keine so ultra schlechte Wahrscheinlichkeit. Also in 50 bis 100 Runs kann man schon mit so einem Skin rechnen. Aber, das ist dann wieder der Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, da pokert man halt schon sehr auf Glück, weil es trotzdem ein extrem seltener Drop ist, weil 50 bis 100 Dungeon Runs ist nicht wenig. Das hört sich jetzt vielleicht nicht ultra viel an, aber es ist sehr viel Zeit, die man da aufwendet. Und in dieser Zeit wird man halt nahezu kein Geld verdienen. Und erst wenn der Skin kommt, verdient man tatsächlich Geld. Und wenn der Skin halt nicht kommt, verdient man basically so gut wie kein Geld. Also kann man sagen, lohnt sich jetzt vielleicht eher nicht so. Dann, nächste Schwierigkeit ist Mittel. Was haben wir hier für Drops? Hier haben wir weiterhin nur die D-Fragmente. Die C-Fragmente kommen erst später. Wir droppen D- und C-Karten. Die C-Karten sind neu. Wir droppen weiterhin Skins. Und bei den Cage Keys droppen wir jetzt Low und Mittel. Mittlere Cage Keys sind tatsächlich doch schon deutlich interessanter, weil damit kann man sogar B-Pets bekommen. Und damit sind wir jetzt hier an einem Punkt, wo die Cage Keys tatsächlich der wahrscheinlich konsistenteste und beste Drop sind. Also wird immer wieder droppen und ist tatsächlich auch Penya wert, beziehungsweise entweder die Pets oder der Cage Key ist auf jeden Fall Penya wert, dass man damit farmen kann. Also das ist auf jeden Fall schon mal die erste Stufe, wo man sagen kann, okay, wird langsam interessant. Ich würde es trotzdem insgesamt als eher schlecht bewerten, weil D-Fragmente, wie gesagt, und D- und C-Karten sind doch eher irrelevant. Skins, naja, sind extrem selten und einige Skins sind nicht mal so viel wert. Also die Grr-Axt ist eigentlich schon so ein Ausnahmebeispiel von einem Skin, der extrem viel wert ist. Es gibt auch viele Skins, die man zum Beispiel nicht bei Dungeon-Bossen droppt, sondern bei den normalen Monstern in Dungeons, die nahezu nichts wert sind oder nur sehr, sehr wenig. Also, und trotzdem sind sie selten. Würde ich mich darauf nicht verlassen. Und nur für Cage Key Mittel oder Cage Key Mid Dungeons zu farmen, ist dann doch ein bisschen wenig heutzutage, wo doch der Pet-Markt jetzt in einem stetigen Niedergang ist, wo stetig die Preise sinken werden. Das lohnt sich meiner Meinung nach ebenfalls eher weniger. Kommen wir zur Dungeon-Schwierigkeit schwer. Hier bekommen wir jetzt zum ersten Mal C-Fragmente, wobei sowohl C- und D-Fragmente, was ja seelengebundene Karten sind, jetzt beide nicht so relevant sind, weil sowohl C- und D-Karten sind auch ungebunden kaum was wert. Also wirklich nicht so ultra interessant, höchstens fürs eigene Equipment, ansonsten wird man sie wahrscheinlich irgendwann wegschmeißen oder für Battle Pass oder so benutzen. Man droppt zum ersten Mal B-Karten, also wir droppen jetzt hier in dieser Dungeon-Schwierigkeit D, C und B-Karten. B-Karten nur beim Boss, extrem selten. Weiterhin natürlich Skins, die droppen wir immer. Und Cage Key Mittel. Das ist die erste Schwierigkeit, die vielen wahrscheinlich bekannt vorkommt als Solo-Farm-Schwierigkeit. Das war so die erste Dungeon-Schwierigkeit, die wahrscheinlich die meisten Leute mal ausprobiert haben, als das ganze Zeug mal released wurde, vor ewigen Zeiten. Und hier ist es so, dass man immer gut Pets farmen konnte auf dieser Schwierigkeit, weil man hat eine ganz gute Chance, die Cage Key Mittel zu farmen. Und wir haben in dem Dungeon, wo man die Cage Key Mittel dann auch einsetzt eigentlich, also das macht man eigentlich normalerweise nur in Envy Depths,
haben wir eben auch die B-Pads, die man dann rausbekommen kann. Und die B-Pads, die sind halt dann doch ganz gut was wert gewesen, sage ich jetzt. Und zwar warum? Weil momentan der Pet-Markt, habe ich hier schon erwähnt, im Wandel ist und eigentlich die Preise langfristig immer weiter sinken werden. Das heißt, das war ein bewährtes System, vor allem wenn man die Dungeons ganz gut geschafft hat. Also ich sage immer so 20 bis 30 Minuten, wenn man solo den Dungeon durchfarmen kann, dürfte es sich immer noch relativ gut lohnen. Ist natürlich immer von, also ich meine, Dungeon Farm ist immer von ein bisschen Glück abhängig, aber dadurch, dass hier Cage Key Mittel eigentlich der, sage ich mal, stetige Drop ist, den man auch wirklich häufig bekommt, also mit dem man doch häufig rechnen kann und damit man im Endeffekt Pets farmt und das alles mit den Wahrscheinlichkeiten her relativ gut ist, dass man jetzt nicht wirklich reinlacken muss, sondern man hat vielleicht mal eine kleine Flaute, aber normalerweise bekommt man in jedem Run irgendwo Keys oder in jedem zweiten. Und in jedem zweiten Run bekommt man dann auch Pets. Und das ist halt dann einfach festes Einkommen. Also das ist wirklich etwas, womit man eigentlich fest rechnen kann. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, aber das hat man natürlich immer. Und man kann sogar mit B-Karten ein bisschen reinlacken. Und B-Karten sind teilweise schon was wert. Und dann gibt es auch noch die Skins. Also die erste Schwierigkeit, wo man tatsächlich mal mehrere Argumente hat, wo man wirklich sagen kann, hey, das hört sich gar nicht so schlecht an. Und ich habe mir jetzt gedacht, rückblickend, ich würde jetzt die Dungeons einfach mal bewerten nach den Drops und so weiter und in Relation zu dem, was man rausholen kann und die Farmbarkeit. Und ich habe jetzt eine Punkteskala von 1 bis 5 erstellt quasi. Also die ersten beiden Schwierigkeiten, einfach und normal und mittel, hätte ich jetzt beide mit 1 von 5 bewertet. Also schlecht, sehr schlecht sogar. Und schwer, also hier diese Schwierigkeit, würde ich tatsächlich mit 3 bis 4, also 3,5 bewerten. Ist schon ziemlich gut, ist aber auch abhängig einfach von den Marktpreisen, was Pets angeht und so weiter. Aber für Einsteiger, die unbedingt irgendwas farmen wollen, ist es die Schwierigkeit, weil es wirklich die erste Schwierigkeit ist, die man erstens solo packen kann, was ja für viele auch wichtig ist, wobei ich ja gesagt habe, darauf wollen wir uns jetzt nicht so sehr fokussieren. Aber es ist einfach ein Argument, was man mit reinbringen muss. Und wie gesagt, es gibt einfach Drops, die man hier wirklich in einer relativ kurzen Zeit abfarmen kann. B-Pads, B-Karten und so weiter, die dann aber auch wirklich Kohle einbringen, wo man eben nicht mit wenigen Millionen Penny rumhantiert oder nicht auf den einen Skin-Drop hofft, damit man endlich mal irgendwie Geld bekommt, sondern man bekommt hier stetig Kohle durch relativ seltene bis unseltene Drops. Dann die nächste Schwierigkeit heißt Extra Hard. Und Extra Hard war immer so ein bisschen, Das Problem bei Extra Hard Dungeons ist einfach das folgende. Die HP der Bosse und Monster steigt exorbitant an im Vergleich zu Hard, also im Vergleich von 61 bis 90 zu 91 bis 120, steigt die Schwierigkeit, vor allem was die HP, wie gesagt, angeht, extrem an. Und man versteht eigentlich nicht so ganz, warum. Weil hinzu kommen zwar die sehngebundenen B-Fragmente, also jetzt DC-B-Fragmente, und es kommen sogar Cage Key hoch hinzu. Also wir haben quasi die gleichen Karten, die gleichen Skins, also nicht die gleichen Skins, wenn man an einer Dungeon farmt natürlich, aber Skins. Wir haben Cage Key mittel und Cage Key hoch. Also die Änderung zur Schwierigkeit davor ist quasi B-Fragmente kriegen wir zusätzlich und Cage Key hoch kann man droppen. Und wir haben auch in der ersten Dungeon-Schwierigkeit auf Extra Hard hier Guardian Sanctuary, Guardian Heiligtum, haben wir auch tatsächlich die Möglichkeit, diese hohen Pet Keys einzusetzen, weil man das eigentlich nicht macht. Genau, und hier ist eben das Problem, dass die Monster deutlich stärker werden als zum Beispiel auf der schwierigen Schwierigkeit. Hört sich auch komisch an. Und die Farmbarkeit davon ist deutlich unattraktiver, weil sich eigentlich kaum was ändert. Also die Pets sind ein bisschen besser, die Keys sind ein bisschen besser und man hat natürlich die B-Fragmente. Aber die Schwierigkeit des Dungeons ist gefühlt 3 bis 4 oder sogar 5-mal so schwer, vor allem wenn man das Ganze solo angehen wollen würde. Ich würde es insgesamt bewerten mit einer 2, also von 5. Vorher hatten wir 3,5, jetzt ist es nur noch eine 2. Also das sollte zum Ausdruck bringen, dass ich davon persönlich nicht sehr angetan bin. Also ich würde sagen, das lohnt sich eher weniger, nicht gar nicht, aber eher weniger. Dann haben wir die Schwierigkeit Nightmare ab Storm Peak, Asria, Sturmgipfel 121 bis 140. Hier kriegen wir jetzt die A-Fragmente dazu, das ist sehr nice. A-Fragmente bedeutet A-Karten, A-Karten sehr viel wert. Außerdem kriegen wir natürlich trotzdem die B-Fragmente und die C-Fragmente und die D-Fragmente. Also wir fahren jetzt ab hier alle Kartenfragmente. Das war vor allem am Anfang das, wo jeder gesagt hat, richtig geil, man kriegt garantiert die Fragmente. Das heißt, es ist irgendwo ein garantiertes Einkommen von wirklich guten Items, weil A-Karten sind wirklich gute Items. Außerdem droppen wir auch A-Karten. Man kann ab dieser Dungeon-Schwierigkeit tatsächlich A-Karten droppen. Weiterhin haben wir natürlich Skins und wir haben Cage Key hoch und mittel.
und natürlich auch die Käfige, wo sich die Cage Key hoch einzusetzen lohnt. Genau. Ja, ist natürlich trotzdem eine Schwierigkeit, die mittlerweile in den Hintergrund gerückt ist, weil es ja mittlerweile die Curse-Schwierigkeit gibt. Es ist aber so, dass man trotzdem sagen kann, naja, man farmt hier ganz gut Items. Wenn man es in einer relativ guten Zeit schafft, was nicht besonders einfach ist natürlich, das heißt ja nicht umsonst Nightmare, Albtraum, also jetzt eher nichts für Solo-Farmer oder vielleicht nicht primär für Solo-Farmer gedacht, die Schwierigkeit. Aber wenn man sich so den gesamten Drop-Pool anguckt und das angleicht mit den anderen Dungeons, dann muss man hier fairerweise trotzdem eine 4 vergeben. Hauptsächlich deswegen, weil man eben A-Karten farmen kann, zu dem, was alles davor schon dazugekommen ist. Also wenn man das ganz gut hinbekommt, macht man hier tatsächlich ganz gut Kohle und vor allem auch ziemlich sicher Kohle. Und dann haben wir die letzte Schwierigkeit, die vor allem in der Wildnis durchaus gelebt wird, die Cursed oder verfluchte Schwierigkeit. Hier farmt man DCBA-Fragmente, CBA-Karten, Skins, Orichalcum, Brilliant Amethyst, Cursed Jewelry Fragments, Lusakas Crystal-Waffen, 150er 1v1-Sets und Cage Key hoch. Ja, das ist ganz schön viel, denkt man sich jetzt im ersten Moment, krass, da droppt man ja viel mehr Items als in allen anderen Schwierigkeiten. Items, von denen man noch nie zuvor gehört hat in anderen Schwierigkeiten. Und ja, das ist auch so. Cursed ist aktuell die mit Abstand beliebteste Schwierigkeit und ich kann sie direkt mit einer 5 bewerten. Es ist die Dungeon-Schwierigkeit, die sich mit Abstand am meisten lohnt. Egal ob solo, zu 2, zu 4, zu 8. Vollkommen egal der Gruppengröße. Es lohnt sich immer. Warum? Naja, erstmal wie gesagt die Kartenfragmente, eins der sicheren Einkommen, let's go. Dann ist es ab der Schwierigkeit so, Cursed Jewelry Fragments, das zweite sichere Einkommen. Man bekommt immer in jedem, abhängig vom Dungeon ist unterschiedlich, wie viele man bekommt und das ist generell auch vom Glück abhängig, wie viele man bekommt, das spielt jetzt aber hier auch keine weitere Rolle. Man bekommt in jedem Dungeon Run, wenn man den Boss tötet, zusätzlich zu den Kartenfragmenten auch diese Cursed Jewelry Fragments und diese Cursed Jewelry Fragments, die braucht man, um Ultimate-Schmuck einzutauschen. Das heißt, man farmt hier eine der beiden Komponenten, neben Juwelenstaub, die Cursed Jewelry Fragments, um tatsächlich Ultimate-Schmuck herzustellen. Und das bedeutet, man farmt hier wirklich sehr viel passiv, auch wenn man nichts droppt. Natürlich ist es ganz klar so, dass wenn man nichts droppt, dass man trotzdem enttäuscht ist. Aber diese Dungeon-Schwierigkeit ist halt sehr attraktiv dahingehend, dass man halt wirklich, zwar sehengebunden, aber halt sehr viele Drops, sehr viele Fortschritt-Drops, sag ich mal, von denen man viele sammeln muss, bis sie einem was bringen, bekommt. Und das halt auch, wenn es schief läuft oder auch wenn es schlecht läuft, sag ich mal, wenn man nichts Richtiges droppt. Dann zu den Drops Brilliant Amethyst und Lusakas Crystal-Waffen 150er 1v1-Sets. Hier muss man jetzt dazu sagen, Lusakas Crystal-Waffen 150er 1v1-Sets droppen nur in der Wildnis und Brilliant Amethyst droppt nur überall außer in der Wildnis. Also Brilliant Amethyst ist quasi der Ausgleich-Drop zu den 150er Waffen beziehungsweise zu den 150er 1v1-Sets. Also man entscheidet sich quasi entweder dafür, man farmt Lusakas Crystal-Waffen und die 1v1-Sets in der Wildnis oder man farmt Brilliant Amethyst in einem anderen Dungeon. Wobei es meistens aufgrund von Cooldowns, Power-Ups etc., verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Begründungen so ist, dass man nicht nur einen Dungeon farmt, sondern rotiert zwischen verschiedenen Dungeons. Spielt sie aber auch im weiteren Bilde keine Rolle, weil wir haben sie ja schon mit einer 5 bewertet. Das heißt, diese Schwierigkeit lohnt sich sehr. So, und jetzt haben wir über jede Dungeon-Schwierigkeit mal so ein bisschen und auch über einzelne Dungeons ein bisschen geredet. Und nochmal zusammenfassend, ich lese nochmal die Rankings vor. Normale Schwierigkeit 1, Grund. Das Einzige, was man hier wirklich von Wert farmen kann, sind Skins und die droppt man auf jeder Schwierigkeit. Mittel, ebenfalls 1. Das Einzige, was man hier von Wert farmen kann, sind Skins und Cage Key Mittel, aber Cage Key Mittel auf der Schwierigkeit sind halt wirklich das Einzigste und das ist auch eher uninteressant. Dann Dungeon Schwierigkeit schwer haben wir hier bewertet mit einer 3.5. Warum? Hier farmen wir erstmals mehrere Fragmente, Kartenfragmente, die man selber benutzen kann. Wir haben B-Karten, wir haben Skins und wir haben Cage Key Mittel. Also das sind auf jeden Fall schon mehr Komponenten zusammen. Und es ist immer noch relativ einfach. Es ist die letzte Schwierigkeit, die wirklich einfach ist. Kann man wirklich, also auch wenn sie schwer heißt, aber sie ist wirklich einfach zu farmen. Extra Hard bewertet mit einer 2. Warum? Man farmt im Endeffekt das gleiche wie auf der Schwerschwierigkeit. Das Einzige, was hinzukommt neu, sind Cage Key hoch. Dafür ist der Dungeon wesentlich schwieriger. Die Dungeon-Schwierigkeit ist wesentlich schwieriger, also wirklich wesentlich schwieriger.
Dadurch wird es deutlich unattraktiver im Vergleich zur Schwerschwierigkeit. Nightmare-Schwierigkeit haben wir bewertet mit 4. Warum? Wir droppen A-Fragmente, sicheres Einkommen, beziehungsweise sicherer Fortschritt. Wir droppen A-Karten mit Glück, auch nicht schlecht, gute Drops. Wir droppen weiterhin Skins und Cage Key hoch und mittel, also auf jeden Fall ein gutes Einkommen. Und Cursed, warum 5? Weil wir einfach so gut wie alles droppen. Wir haben das beste sichere Einkommen, wir haben 2 seelengebundene Drops, die man mit jedem getöteten Dungeon-Boss sicher bekommt. Und wir haben die meiste Auswahl an High-Level-Drops, wie zum Beispiel Orichalcum, Brilliant Amethyst, 150er Waffen, 150er 1v1-Sets und so weiter, die man wirklich nur auf dieser Dungeon-Schwierigkeit überhaupt droppen kann. Und ja, ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen vermitteln, wie es mit den Dungeons so aussieht. Also, ich werde das, wie gesagt, sehr oft gefragt, wann soll man Dungeons farmen, welche Dungeons soll man farmen und so weiter. Und das ist halt jetzt mal, was diese Dungeons betrifft, eben zusammengefasst mal so meine Gedanken dazu. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich also immer Cursed farmen, danach Nightmare oder Schwer und Extra Hard, Normal und Mittel würde ich eigentlich gar nicht farmen. Also alles, was mit 1 und 2 bewertet ist, würde ich persönlich gar nicht farmen. Alles ab einer 3 könnte man farmen. Aber ja, also ich würde mich wirklich grundsätzlich orientieren an eurer Stelle. Immer, dass man Cursed erreicht und wirklich Cursed abfarmt. Weil wenn man schon Dungeons farmt, sollte man wirklich das machen, was sich am meisten lohnt. Weil es immer das Gleiche ist. Man verfällt in so eine Routine, man macht die ganze Zeit das Gleiche. Und dann ist die Schwierigkeit eigentlich auch schon fast egal. Und da sollte man dann natürlich einfach die Schwierigkeit wählen, die halt am meisten bringt. Und das ist eben die Cursed-Schwierigkeit. Ja, ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, wo ihr mir eben solche Fragen auch stellen könnt, die dann eventuell in ein Video umgewandelt werden. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall auch im nächsten Live Universe Video hier auf diesem Kanal. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.